Duckenburg ist der Stammsitz der Vorfahren von Dagobert Duck in Schottland. Dorthin reise ich heute. Hallo, ich bin Tommy und nehme euch mit auf meine Suche nach der Duckenburg. Vor rund 80 Jahren haben Donald und Tick, Trick und Track noch alleine Unfug getrieben. Karl Barks hat dann nach und nach weitere Familienmitglieder und Freunde dazugezeichnet, auch Onkel Dagobert. Bei seinem ersten Auftritt in der Geschichte Die Mutprobe sitzt er in seiner Villa und sagt: Ich kann niemanden leiten und mich kann niemand leiten. So ist die Lage. Doch schon in der zweiten Geschichte mit ihm ist Onkel Dagobert besser gelaunt. Er will, dass Donald und die Kinder ihn nach Schottland begleiten und ihm bei der Schatzsuche helfen. Denn er fürchtet sich vor den Geistern seiner schottischen Vorfahren. So treffen sie schon bald zu 5 bei der Duckenburg ein. Hier sehen wir sie zum ersten Mal. Diese beiden Geschichten von Karl Barks wurden 1947 und 1948 veröffentlicht. Er reiste bisher aber noch nie selbst nach Schottland. Ja, überhaupt ist er aus Nordamerika nie rausgekommen. Wie ist es ihm also gelungen, diese Duckenburg und all die anderen Plätze so schön zu zeichnen? Nun, er war ein lebenslanger Abonnent der Zeitschrift National Geographic. Auf der dänischen Fanseite cbarks.dk habe ich sogar ein Foto von ihm mit seiner National Geographic Sammlung gefunden. Jeden Monat erscheinen in der Zeitschrift Artikel zu Geschichte, Kunst, Kultur, Mensch, Tieren und Umwelt. Und das mit Bildern. Karl Barks hat für seine Geschichten oft stundenlang recherchiert. Für die Duckenburg wurde er gleich von 2 Ausgaben inspiriert. Hier in der Ausgabe Juli 1947 haben ihm die 16 Kupferstiche von Burgen und Schlössern in England und Wales gefallen. Wirklich schöne Bilder. Vom Harlech Castle hier hat Karl Barks die Ringmauer und Wehrtürme übernommen. Das Harlech Castle liegt aber in Wales, weit weg von Schottland. Im richtigen Landesteil sind wir in der Ausgabe Mai 1946. Schaut euch das mal an. Es ist wirklich unverkennbar, dass der große Wohnturm von Cawdor Castle Pate stand für den großen Wohnturm der Duckenburg mit seinen Erkertürmchen an den 4 Ecken des Gebäudes. Hier stehe ich nun also im Cawdor Castle in der Nähe von Inverness und ich bin sicher, hier im Schlossgarten ist genau der Ort, an dem das Foto für das National Geographic entstand. Karl Barks hat den großen Wohnturm aber mehr von der Seite gezeichnet statt von vorne. Ob wir auch da den passenden Blickwinkel finden, machen wir uns gleich auf die Suche. Ja, ich glaube, hier könnte es tatsächlich sein. Okay, jetzt möchte ich etwas ausprobieren. Ich habe nämlich die Mauer des Harlech Castle auf Papier ausgedruckt und wenn ich die jetzt davor halte, etwa so, in der Kombination sieht das wirklich genau aus wie die Duckenburg. Ist das Innere von Cawdor Castle genauso ein Labyrinth wie in der Duckenburg? Nein, das nicht. Eine Besonderheit gibt es hier aber trotzdem. Als der Herr von Cawdor damals eine neue, stärkere Turmfestung bauen wollte, erschienen ihm in einem Traum die Anweisungen dazu. Er solle einem Esel einen Koffer mit Gold auf den Rücken binden und die Festung dort bauen, wo sich der Esel zum Schlafen hinlegt. Genauso hat er es dann gemacht. Er hat den Wohnturm rund um die Stechpalme gebaut, unter der damals der Esel eingeschlafen ist. Der Baum ist unten im Keller immer noch zu sehen. Oder eher, was davon noch übrig ist.
Diese Legende könnte genauso gut aus einer Geschichte von Karl Barks oder Don Rosa stammen. Die Duckenburg kommt nur in 2 Geschichten von Karl Barks vor und in keiner der beiden legt er einen bestimmten Standort fest. Er schreibt einfach in The Misty Moors of Scotland. Don Rosa hat die Duckenburg dann in seiner Dagobert-Biografie sein Leben, seine Milliarden wieder aufgegriffen. Und ich zeige nicht wie sonst das dicke Buch, denn auf dem Flug hatten wir ein Gewichtslimit und deshalb einfach das dünne Heft ist dabei. Er hat die Duckenburg in Rannochmoor platziert, hier auf dieser Karte. Und das ist, glaube ich, wirklich das einzige Mal, dass diese Region namentlich erwähnt wird. Wenn auch nicht hier in dieser Ausgabe. Hier haben die Übersetzer das Rannochmoor nicht übernommen, in späteren Ausgaben aber schon. Da habe ich mich natürlich gefragt, wie ist Don Rosa auf diese Gegend hier gekommen? Das hat Stefan für mich gefragt. Vielen Dank, Stefan. Ihr kennt ihn von seinen Comic-Con-Auftritten und seinem Online-Shop Comic und Spielzeug, in dem ihr tolle Prints, Bücher und exklusive Figuren kaufen könnt. Gerade waren er und Jano mit Don Rosa in Italien und Griechenland unterwegs. Don Rosa möchte kein Video machen, lässt aber ausrichten, er habe das Rannochmoor ausgewählt, weil es ein famous Moor ist und es hier viele interessante Details zu entdecken gibt. Hier stehe ich nun also im Rannochmoor und kann das bestätigen. Es gibt wirklich viele tolle Details zu entdecken. Aber wo steht nun die Duckenburg? Das habe ich das hiesige Tourismusbüro gefragt. Und als sie ein paar Wochen später mit Lachen fertig waren, haben sie mir tatsächlich geantwortet. Robin schreibt, dass es hier wie vermutet keine Duckenburg gibt, auch sonst keine Burg oder Überreste davon. Er sieht auch gleich, dass die Ringmauer der Duckenburg überhaupt nicht typisch ist für Schottland, sondern eher für England und Wales. Und damit liegt er ja natürlich genau richtig. Und auch Dismal Downs, wie Don Rosa die Gegend um die Duckenburg nennt, ist hier eigentlich fehl am Platz. Downs bezeichnen eher die Kreidefelsen in Südengland und Wales. Vielen Dank für diese sehr hilfreiche Information, Robin. Ich möchte die Gegend allerdings trotzdem noch ein bisschen erkundigen. Vielleicht hat er die Burg ja einfach selbst noch nicht entdeckt. Und zwar nehme ich dazu die Drohne. Was wir auf jeden Fall sehen, ist die eindrückliche Hügelkette, auf der im Winter auch richtig Schnee liegt. Die Gegend wird dann zur veritablen Wintersportregion. Im Rannochmoor sieht auch die karge Vegetation sehr interessant aus. Sie wird immer wieder von kleinen Lochs und Wasserläufen unterbrochen. Die Gegend eignet sich weder für Landwirtschaft noch für die Viehzucht. Auch Robin meinte, dass es abseits vom Faden schnell gefährlich werden kann. So überrascht es nicht, dass hier nur wenig Menschen leben. Und Enten? Mir scheint, ich hätte da hinten ein Geschnatter gehört. Hier ist sie also doch, die Duckenburg. Wer hätte das gedacht? Hallo Dagobert, hallo Kinder. Aber ausgerechnet jetzt erscheint die Warnung. Batterie fast leer. Wir müssen also wieder zurückfliegen. Aber ich habe sie gefunden. Die Duckenburg, sie steht wirklich im Rannochmoor. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Besuche meine Webseite tommy.ch, abonniere meinen Kanal oder klicke hier, um ein anderes LTB-Video von mir aufzurufen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über Daumen hoch. Danke!